Einen wunderschönen guten Morgen an alle. Ja, ziemlich unerfreulicher Anlass. Ich wollte es gestern nicht hochladen, damit es keiner für einen Aprilscherz hält. Das Netzteil vom Tronxy hat gebrannt, weil wahrscheinlich irgendwo ein Kondensator oder sowas hochgegangen ist und dann hat das komplette Netzteil den Geist aufgegeben. Das spinnt schon länger mal so ein bisschen rum. Ab und zu ging er mal aus und ging dann nur mit einem Neustart wieder an. Ich habe dann halt gedacht, naja komm, das wird schon nichts Schlimmes sein. Und jetzt ist es halt leider so, dass das Netzteil hier komplett ausgebrannt ist. Hier ist schon die erste Brandstelle. Aber das sehen wir dann gleich mal, wenn wir alles komplett auseinandergebaut haben. Ich mache jetzt erstmal die Abdeckung ab und schaue mir das Mainboard an, ob das auch einen weg hat. Ansonsten hänge ich dann da mal ein Labornetzteil dran und starte den Drucker mal, dass ich zumindest sehen kann, ob das Mainboard noch ohne Probleme läuft. Und dann kriegt ihr gleich weitere Informationen. So, jetzt geht es schon mal weiter. Es ist alles offen. So sieht es halt innen drin aus vom Mainboard her. Ich habe jetzt hier halt nicht so richtig das Licht. Zumindest fürs Handy. Für mich reicht es ohne Probleme. Das ist das Netzteil, das hat also richtig gebrannt, weil das muss ich nämlich jetzt loswerden, aus einem ganz einfachen Grund. Es stinkt hier unten im Keller zum Himmel, trotz Lüften, und das kommt halt alles aus dem Netzteil raus. Deswegen müssen wir halt sehen, dass ich das jetzt rausschraube, dass ich das dann einfach draußen hinlegen kann oder so, oder wegschmeißen. Und dass ich da keine Probleme kriege. Jetzt muss ich halt mal gucken. Ich weiß halt nicht, ob die Dämpfe da in das Gerät reingezogen sind. Ich denke aber schon so ein bisschen. Eigentlich müsste ich das Mainboard dann mit ISO waschen, weil solche verbrannten Elektronikteile erzeugen ja nun mal Schwefelsäure, die mit der Zeit dann halt alles zersetzt. Deswegen werde ich wohl nicht drum rumkommen, das Mainboard auszubauen und zu waschen, dass da nichts weiter kaputt geht, falls es noch funktioniert. Das muss ich dann erstmal sehen. So, weiter geht's gleich. So, das Netzteil ist jetzt draußen, wie man sieht. Den werde ich auch gleich in dem Zuge austauschen gegen irgendwas anderes, Vernünftiges. Ich denke mal, wahrscheinlich ein 60 mm in der Größe oder ein 70 mm in der Größe von einem alten CPU-Lüfter. Dann kann ich den nämlich mit 7 Volt oder so betreiben, wenn es funktioniert. Ich sehe nämlich schon, dass da dieser blöde Stecker hier oben im Weg ist, der ja nach außen geht. Hier sind ein paar Brandspuren, da und hier. Muss ich mal gucken, wie ich da weiter verfahre. Es stinkt halt hier drinnen nicht wirklich. Ich werde das nachher mal grob auswischen und sehen, was passiert. Am besten nochmal einen pH-Wertstreifen drüber ziehen, ob da Säure drin ist oder nicht im Gehäuse. Ansonsten bleibt das dann erstmal so und ich hoffe, dass halt nichts weiter am Board passiert ist. Aber das Board muss ich sowieso waschen, sehe ich gerade. Es ist total verstaubt. Ich bin gerade ein bisschen angepisst, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist halt wirklich kein Qualitätsmerkmal. Also, ich meine, der Drucker kostet im Moment wieder fast 600 Euro. Und da sollte das nach dieser Zeit halt nicht passieren. Der Drucker ist vom Juni 2020 und da sollte halt normalerweise jetzt noch nichts kaputt gegangen sein. Gerade an der Leistungselektronik, was ja nur jetzt wirklich kein Hexenwerk ist. Das sind LED-Treiber-Netzteile. Also das ist ja eigentlich ein Standardartikel, den es millionenfach zu kaufen gibt. Vielleicht habe ich auch einfach nur Pech gehabt und ein Scheißding erwischt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich werde Tronxy mal anschreiben, werde denen detaillierte Fotos senden, mal sehen, was die dazu sagen, ob sie was dazu sagen oder ob sie es gleich bleiben lassen. Warten wir es mal ab. So, jetzt habe ich hier das Board, habe mein Netzteil angeschlossen. Das Netzteil auf 24 Volt und 1 Ampere begrenzt. Und dann schauen wir mal, was passiert. Netzteil ist aktiv.
Board scheint gestartet zu haben. Marlin läuft auch. Ich muss das leider alles freihand machen. Ich habe jetzt im Moment keine Lust, hier ein Stativ aufzustellen. Es tut mir leid für euch. Aber naja, was soll man sagen? Ich meine, ich bin jetzt ein bisschen angefressen. So, dann wollen wir mal gucken. Mit dem Handy dabei. Ich habe ja das Ribbon Cable hinten ab. Das heißt, ich kann nur Z verfahren. Schock, das war der Arnett. So. 10 mm. Achse fährt. Lüfter hat gestartet. Board läuft. Also es sieht so aus, als hätte das Board keine Schäden, sondern nur das Netzteil. So, das heißt, ich mache jetzt dann das Board ab, wasche das und tue dann das Ganze wieder einbauen. In diesem Sinne wünsche ich euch schöne Ostern, bis zum nächsten Video und lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, das unterstützt mich ein bisschen, weil ich werde ja wahrscheinlich des Öfteren für diesen Drucker noch Ersatzteile brauchen.